Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Willkommen zum nächsten Tag meiner Reise. Heute geht's durch die Schweizer Alpen Richtung Österreich. Ich muss mich jetzt allerdings ein bisschen sputen, denn es fängt gerade an zu regnen. Mein erster Tag mit Regen. Von daher schnell aufsatteln, Regenjacke an und los geht's. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht in so einen Starkregen rein. Jetzt muss ich aber fahren, sonst schwitze ich mir hier einen ab. So. Oh, sehr schön, Fahrtwind. Jetzt geht es noch ein Stück am See lang, am Luganer See. Wunderschöner Ausblick von hier oben. Also hier hätten wir uns jetzt auch ein paar Tage länger aushalten können. Luganer See, Lugano, wunderschön, leider auch wunderschön teuer alles hier. Also hier braucht man ein bisschen Geld, wenn man hier eine schöne Unterkunft haben will. Ja, jetzt geht es scheinbar wieder, hier ist der Zoll. Richtung Italia. So, da wären wir wieder. Zurück in Italien. Schöne Häuser hier, ganz anderer Stil wieder als drüben in der Schweiz, gerade Lugano natürlich. Aber auch sehr schön hier. Aber alles, was hier so an den Seen ist, ob das jetzt Como ist oder Lugano oder auch die kleineren Städte, traumhafte Wohngegend. So, jetzt muss ich erstmal kurz anhalten und mich von meinen Regensachen befreien. Das ist mir zu warm. Hier hat man jetzt wieder einen schönen Blick auf den Comer See. Ich halte mal kurz hier. Toll. Leider Wetter heute spielt gar nicht mit. Ist zwar noch warm, aber extrem bewölkt und diesig. Ich bin jetzt in Vercana angekommen. Immer noch am Comer See. Wetter ist leider nicht mehr so schön jetzt. Es regnet jetzt ein bisschen. Aber dieses Panorama mit dem See, dem Comer See und im Hintergrund jetzt die Alpen, das ist schon der Hammer. Ein bisschen mehr Sonne hätte ich mir gewünscht, aber nun gut, bisher wurde ich komplett verschont. Nicht einmal richtig Regen gehabt, einmal nachts, aber nie bei der Fahrt. Ich glaube einmal ganz kurz auf dem Hinweg, aber nichts Schlimmes. Und auch heute, ihr seht ja, das sind ein paar Tröpfelchen jetzt hier auf der Scheibe, ist jetzt nicht so wild. Macht jetzt nicht mal Sinn, die Regenklamotten anzuziehen. Ja, und da hinten die schneebedeckten Gipfel. Also das ist natürlich schon wirklich Kontrastprogramm, ne? Erst von der Côte d'Azur, jetzt in die Berge, vom Meer zum See. Aber wirklich eine tolle Tour. Und auch die Strecke ist jetzt schön. Also ich bin ganz froh, dass ich jetzt mal eine andere Strecke gefahren bin, als wieder Richtung Bodensee. Jetzt bin ich vom Comer See weg, Richtung St. Moritz abgebogen. Und jetzt sieht man auch gleich, wie sich hier
das alles ein bisschen ändert, die Landschaft. Geht jetzt in die Berge rein. So, ich musste doch kurz mal anhalten hier, weil hier auf der Straße konnte man das nicht sehen. Aber hier links guckt euch mal diese Optik an hier. Da muss ich gleich mal ein Foto machen. Das ist doch der Wahnsinn. Wunderschön hier. Extrem idyllisch mit dieser kleinen Brücke da hinten. Jetzt noch ein bisschen Sonnenschein, dann würde das Wasser wahrscheinlich noch ein bisschen schicker aussehen. Wow, dieser Fluss hier unten, der sieht ja Hammer aus. Ich will doch mal irgendwo ein Päuschen machen. Tja, leider doch nicht verschont geblieben. Ich habe jetzt kurz mal angehalten, mir meine Regenklamotten angezogen, weil hier ist jetzt doch ein bisschen mehr regnet. Bin also eben auch in eine richtige Schütte gekommen. Naja, man sieht es am Himmel, alles grau bewölkt und leider jetzt scheinbar in irgendeine Regenfront reingekommen hier. So, und jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Maloja Pass oder Julien Pass, okay. Oh, was für ein Wetter. Pfui Teufel. Oh, schön, wenn es mal kurz trocken ist. Also die Reifen, muss ich sagen, die sind sehr gut, die Michelin City Grip 2. Also auch wie jetzt bei richtig nasser Fahrbahn. Gute Haftung. Auch Bremsverhalten super. Ja, und das war halt wichtig. Das war auch das erste, was ich getauscht habe. Gleich die originalen Reifen runter und Michelin rauf. Jetzt könnte ich doch mal hier an der Tankstelle halten kurz. Oh, puh. Oh, wie viel haben wir drin? Knapp 7 Liter, naja. Also irgendwie hat es sich jetzt so richtig eingeregnet. Es schüttet die ganze Zeit. Gar nicht schön. Naja, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt die ganze Zeit vom Regen verschont geblieben wäre. Aber so macht es natürlich jetzt nicht so viel Spaß. Auch zum Filmen natürlich ganz schrecklich, weil man nicht unbedingt viel sieht. Und ich komme mal noch an St. Moritz vorbei. Ich hoffe, dass es da jetzt nicht auch noch regnet.
Ansonsten werde ich an meiner nächsten Unterkunft, wenn das jetzt die nächsten Tage so weitergeht, vielleicht mal noch einen Tag verlängern, weil bei Regenfahren habe ich jetzt nicht so eine Lust. Ja, als ich an der Tankstelle gehalten habe, habe ich noch rasch ein Hotel gebucht. Das ist jetzt noch 130 Kilometer entfernt. Liegt dann schon in Österreich. Also ich muss jetzt noch durch die Schweiz durch. St. Moritz vorbei und dann kurz hinter der Grenze in Österreich. Das sind jetzt noch 2,5 Stunden, schätze ich mal. Und das reicht mir dann auch, wenn es weiterhin so regnet wie jetzt. Aber das Gute ist natürlich, bei so einem Roller, man ist natürlich auch super geschützt. Also hier hinten kommt nichts an. Wenn ich jetzt die Scheibe hochmache, ist natürlich jetzt der Blick durch die Scheibe nicht so gut, weil sie jetzt in Augenhöhe liegt. Das heißt, bei Regen mache ich sie lieber runter und dann kann ich mir beim Visier immer die Feuchtigkeit wegwischen. Aber die Sicht ist halt weitaus besser. Also die Strecke hier ist natürlich, wenn man jetzt hier bei Trockenheit durchfahren würde, schon der Hammer. Ich würde jetzt nur ganz gerne mal an dem Wohnmobil vorbei. Mal gucken, wann hier eine Ecke kommt. Ach, super schöne Kurven hier. Leider richtig nass. Und da ich ja bei Nässe schon so meine Erfahrungen gemacht habe, bin ich da lieber vorsichtig. Wobei die Reifen an sich sehr gut haften. Bisher noch kein Rutscher oder irgendwas gemerkt. Ah, jetzt plattert es aber richtig hier. So ein Mist. Ist ja eklig. Also ich glaube, ich sollte mir mal meine Regenhandschuhe noch drüber ziehen, weil ich habe zwar diese Handschützer, aber ein bisschen was kommt doch immer durch. So, und jetzt kommen hier diese super Regenstulpen drüber und dann ist Schluss mit Feuchtigkeit. So. Perfekt. So, besser. Und weiter geht's jetzt mit schönen trockenen Händen. Oh, ist auch kühler geworden jetzt, 17 Grad nur noch. Und jetzt bei so einem Regen hier die engen Kurven. Lieber vorsichtig. Und die nächste. Ja, hätte ich jetzt auch lieber was anderes gemacht, weil das ist natürlich hier ein bisschen Schmierseife und da vorne geht es dann richtig hoch. Eieiei. Aber immer noch besser als hier mit dem Fahrrad jetzt hochfahren. Okay. Ihr seht ihr die Serpentinen hier. Finde ich ja grundsätzlich nicht schlimm. Macht ja manchmal auch Spaß, aber bei dem Wetter, guck mal, in Sichtweite gleich Zero. Also ich sehe keine Berge mehr gegenüber. Ist alles dicht und zu hier. Ja, hier läuft es richtig den Berg runter. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt auf der Kamera nicht. Aber hier sind richtig kleine Bäche, die hier runterlaufen. Hier an der Seite sieht man es ein bisschen. Also ganz vorsichtig fahren. Ja, ich glaube, das wäre ein wunderschönes Plätzchen hier. Wenn es nicht so schütten würde. Ich habe mir jetzt rasch mal meine wasserdichten Handschuhe angezogen. Die haben so eine Membran innen drin, die wasserdicht ist.
Mit denen kann ich einfach besser greifen als mit diesen Fäustlingen. Also irgendwie will es nicht aufhören zu regnen. Ich fahre jetzt seit über einer Stunde nur noch im starken Regen. Es ist jetzt 14 Uhr. An sich wollte ich so in einer halben Stunde schon da sein. Ich werde aber noch 2 Stunden brauchen. Denn durch den Regen komme ich jetzt irgendwie nicht so richtig voran. Ja, und willkommen in St. Moritz, der Nobel-Skiort in der Schweiz. Nur leider, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Es regnet in Strömen. Es hört nicht auf. Viele Motorradfahrer unterwegs. Da hätte ich euch gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber ich versuche jetzt so schnell wie es geht Richtung Österreich zu kommen, weil es wirklich, es reißt nicht ab, der blöde Regen. Und man sieht die Bäche hier. Eieiei, krass. Da kommt aber richtig was runter jetzt. So, jetzt würde ich ganz gerne mal so ein halbes Stündchen durch einen Tunnel fahren, wenn es denn gehen würde. Einfach mal ein bisschen trockene Fahrbahn, trockenes Wetter. Also ich finde ja an sich Regen nicht schlimm. Gerade bei einem Roller, wenn man guten Wetterschutz hat. Alles easy. Aber es macht halt keinen Fahrspaß, weil man sieht nichts. Und ein bisschen Feuchtigkeit kriecht natürlich immer irgendwo so ein bisschen rein. Ob das jetzt am Hals hinten ist oder auch im Helm drin, der ist auch schon ein bisschen feucht. Ui, der Bach hier ist aber richtig voll jetzt, wenn es so schüttet. Ein kleiner Zwischenstand ist jetzt noch 1,5 Stunden knapp, 1 Stunde 15 vielleicht, falls ich keine Pause mache. Ja, wunderschöne Strecken hier, tolle Straßen. Nur leider, es regnet immer noch. Also heute habe ich Pech gehabt. Da ist auch kein Lichtschein am Himmel. Das ist alles zugehangen. Das wird wahrscheinlich bis Österreich hier durchregnen. Aber die Straßen top. Also die sind wirklich super. Kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht richtig ausfahren, weil Regen und rutschige Fahrbahn, selbst mit guten Reifen, immer Piano. So, ich glaube, es hat gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Noch so ein ganz leichter Niesel. Das wäre ja schön. Ja, endlich hat es aufgehört zu regnen. Straßen noch ein bisschen feucht natürlich. Und da kann mir wirklich was runterfallen. So, gleich geht es den Pass da hoch, den Reschenpass, aber vorher mache ich nochmal eine kleine Pause und nochmal die Füße vertreten, dann so, jetzt sind wir hier an der Grenze zu Österreich. Ja, und wie ihr seht, es ist sogar ein bisschen die Sonne am Durchscheinen, perfekt. Das ist doch der Hammer. Willkommen in Südtirol. Wir sind wieder in der EU, das ist natürlich gut. Kann ich mein mobiles Netz wieder anmachen. So, jetzt kann Bud mal ein bisschen zeigen, was er am Berg kann. Gehe ich doch mal in den Sportmodus. Okay, also jetzt langsam merkt man da auch einen Unterschied.
Das hatte ich schon gehört, dass der sich erstmal richtig einfahren muss. Jetzt habe ich 3300 Kilometer runter, also dicke eingefahren. Jetzt merkt man auch schon eher einen Unterschied als am Anfang. So, ich zeige euch auch noch schnell das Zimmer. Ist jetzt ein kleineres Zimmer für eine Person nur, aber reicht. Aber, was ich finde, sehr schön eingerichtet. Das Bett ist toll mit dieser Rückwand. Überall Holz, Holzdecke, hinten Holz. Sehr geschmackvoll, auch die Farben. Hier so dieses Dunkelgrau dazu. Hier vorne ist dann ein Kleiderschrank, Kühlschrank und Kaffeemaschine. Das Bad. Klein, aber alles da, was man braucht. Balkon mit dabei. Gut, Aussicht hatte ich jetzt schon bessere. Aber man guckt wenigstens hier hinten so ein bisschen in die Berge. Ja, und das hier ist Pfunds. Lustiger Name, Pfundskerl. Und so sieht das Hotel dann von außen aus. War ja schon ein Klopper. Im ersten Stock ist noch ein Schwimmbad, aber wirklich schön. Also Inneneinrichtung toll, außen auch toll gemacht, alles ganz neu. Nicht das billigste, aber sehr schön auf jeden Fall. Gute Qualität, total sauber, alles neu. Richtig schick.